Lammhoden finde ich sehr lecker. Man denkt immer, Schmerz schmeckt ja nach was man isst, ne? Also in dem Sinne, ich weiß nicht, ob das einen Standardgeschmack gibt. Aber die schmecken so zwischen Hähnchen und Fisch. Ne? Ich bin Boris, Gründer des Sauvage Restaurants, das weltweit erste Paleo-Restaurant. Ich koche heute ein einzigartiges 3-Gänge-Menü mit meinen Lieblings-Paleo-Zutaten, und zwar Lammhoden, lebendige Insekten und Markknochen. Ich habe nachher auch ein paar Freunde eingeladen zum Verkosten. Ich bin mal neugierig, ob sie sich trauen, es zu probieren. Das Paleo-Ernährungskonzept basiert sich auf die Jäger-Sammler-Ernährungsart. Das heißt, so wie der Mensch sich ernährt hat vor 10.000 Jahren. Sehr konkret heißt es, dass bestimmte Lebensmittelgruppen rausfallen. Getreideprodukte, Milchprodukte und pflanzliche Öle und alle industriell verarbeiteten Lebensmittel, die gehören nicht zu der Paleo-Diät. Ich koche heute 3 Gerichte. Erstmal geröstetes Knochenmark mit Cracker aus Sesam und Sonnenblumenkernen und Mehlwürmer. Zweites Lammhoden auf Pastinak und Sellerie mit Riesenmehlwürmer. Und drittes Rohkekse aus Datteln und Feigen mit fermentierter Kokosjoghurt. Hier haben wir unsere Mehlwürmer. Das sind Riesenmehlwürmer, lebendig. Lebensmittel der Zukunft, ist sehr eiweißreich, hat sehr viele gute Fette. Ich habe ja auch eine getrocknete Variante, die kleinere Mehlwürmer, schmecken sowas nach Haselnuss. Bei Desserts passt das sehr gut. Paleo legt ja viel Wert auf die Nose-to-Tail, Verwertung von das ganze Tier. In dem Sinne gehören Insekten natürlich auch dazu. Also es ist nichts mehr Nose-to-Tail als Insekten essen. Außerdem haben Insekten ein sehr interessantes Nährstoffprofil. Man braucht ja weniger Energie, weniger Wasser, um eine Masse an Insekten zu produzieren im Vergleich zum Rinder. Wir haben Knochen vom Rind. Hier haben wir Datteln, Feigen, Kakaobohnen und Bienenpollen. Kokosmilch ist eine sehr schöne Milchalternative. Kokosmilch beschleunigt eigentlich die Körperfettverbrennung. Außerdem fermentieren wir die zu Joghurt, was die Nährstoffe vom Kokosmilch nochmal verstärkt. Obst und Gemüse, Pastinaken und einen Blumenkohl und eine Knollensellerie. Letztens gibt es hier die Lammhoden. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Schmeckt aber sehr lecker. So, jetzt geht's ab in die Küche. So eine raspelnden Blumenkohl sehr fein, damit sie komplett roh dann verarbeitet wird in den Brassikai-Salat. Das geht zusammen mit sehr fein geschnippelter Schallot und sehr fein geschnittene Petersilien. Bisschen Limettensaft und Knoblauch, ein sehr schöne, milde Olivenöl, Pfeffer und Salz. Und dann ist der Brassica-Salat fertig. Gleich gehen die Knochen im Ofen und zu dem Knochen würden wir nicht nur die Brassica-Salat servieren, aber auch Cracker aus Sonnenblumenkernen, Sesamsamen und unsere gefriertrocknete kleine Mehlwürmer. Dazu nimmt man einen Mörser. So, wenn man das alles fein vermahlen hat, wird es noch gemischt mit Eiweiß von einem Ei, ausgerollt und im Ofen gebacken auf sehr niedriger Temperatur. Jetzt würde ich die Lammhoden vorbereiten. Das ist ein bisschen aufwendig. Man kann ein klein bisschen aufschneiden und dann das Innere rausziehen. Das ist die erste Haut. Gibt es aber noch die zweite Haut. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich habe das Gefühl, dass je größer die sind, wie einfacher.
So, und dann haben wir es eigentlich. Sehr, sehr, sehr weiches Fleisch. Und jetzt nur noch portionieren. Das machen wir ungefähr die gleiche Größe wie ein Jakobsmuschel. Der Grund, warum den Hoden an sich nicht nach Sperma schmeckt, ist, weil es hier produziert wird, ne? Und nicht in das ganze Teil. Einer von den Vorteilen von der Paleo-Ernährung ist, dass dein Sexdrive zugutekommt, ne? Das Libido. Wenn man auf einmal viel besser aussieht, sich viel besser fühlt, viel mehr Energie hat und dann auch viel mehr Sexappeal entwickelt, dann hat es natürlich einen Effekt. Also jetzt braten wir die Lammhoden an. Die werden ganz kurz in der Pfanne angebraten. 1-2 Minuten, nur das. Und dann sind die fertig. So, hier haben wir noch die Mealwürmer. Wichtig ist, dass man die toten Tiere rausholt, ne? Weil man weiß nicht, wo dann die gestorben sind. Sehr interessant an diesen Mealwürmer, man kann die futtern mit Kräutern oder mit Äpfeln und dann nehmen die halt einen Geschmack an, von was die gegessen haben. Bevor man die zubereitet, ist es auch besser, die 3 Tage lang auszuhungern, damit das Darmkanal ganz natürlich geleert wird. Nachdem wir die nochmal abgespült haben, gehen die ins kochendes Wasser. Kurz rein, 2 Minuten, dann machen wir in die heiße Pfanne, 1 Minute schwenken und dann sind die fertig. Für uns ist es vielleicht erstmal ungewöhnlich, Insekten zu essen, aber für eigentlich die sehr große Anzahl an Menschen auf der Welt steht das täglich auf dem Speiseplan. Als Hauptgang haben wir das Pastinak mit Sellerie, die Lammhoden, das Limetten-Schalotten-Relish und dazu ein paar von unsere Mehlwürmer. Der dritte Gang wird ja ein Rohkeks aus Trockenobst, Kakaobohnen, Haselnüsse, ein bisschen von dem getrockneten Mehlwürmer. Das alles wird fein gehackt. So, dann mischen wir alles gut zusammen. Dann nochmal sehr kurz, sehr leicht in der Pfanne kurz einschwenken. Ein Teil. Und drücken das ganz fest. Kokosmilch, Joghurt. Und als letzte die Bienenpollen. So, hier habe ich 2 gute Freunde eingeladen. Das ist der Rodrigo, Mitgründer von Sauvage und Headchef im Sauvage Neukölln in Berlin. Und der Alex kocht bei uns im Sauvage Prenzlauberg. Ja, lasst es euch schmecken. Here you have lamb oysters. Well, this is actually the first time I tried worms, and he once said to me he would never eat an insect in his life. no, but I've been there. now I'm converted. They're really delicious, and they have a really nice texture. Isn't it just like, and the flavor is just like nuts? Yeah, it's exactly like nuts. Like nuts. It's nuts.